es wird auf der Welt immer das Leid oder auch das Böse und Menschen geben, die anderen Menschen absichtlich oder auch unabsichtlich Leid zufügen und die versuchen, die Identität und die Menschlichkeit zu zerstören. Und das, denke ich, wird es immer geben und da müssen wir Konzepte entwickeln, wie können wir damit umgehen, beziehungsweise wie kann man Menschen eben trotzdem wieder ins Leben führen. Das wird, glaube ich, so schnell sich nicht ändern, der Bedarf an so etwas. Trauma is political and has very long-term consequences. So when this project started, for me that was a very interesting challenge. I had never been in Berlin and I had this feeling, can I do that with German colleagues? And it was a very freeing experience to be able to discuss all of these subjects and see that we have a lot in common and that we are at this moment in the world, we are all bystanders. And bystanders like to not look at what is happening. And so it's very good to be with colleagues who say, no, we're going to look evil in its eyes and do something about it. Ich möchte damit beginnen, dass wir am Anfang bei dem Projekt israelische Therapeuten, die vor allem mit Holocaust arbeiten, mit Überlebenden, aber nicht nur, sondern auch mit akut traumatisierten anderen Gruppen in Israel und deutsche Kollegen, dass wir uns treffen und miteinander sprechen. Und da war die Frage, was wollen wir da erreichen, wie wird das gehen, wie wird die Atmosphäre sein? Können wir voneinander lernen? Kann man von einem Trauma, das vor 75, 70 Jahren passiert ist und mit Menschen, die heute schon sehr alt sind, diese Erfahrungen in irgendeiner Form mit Erfahrungen vergleichen oder anwenden mit Menschen, die heute akut traumatisiert sind? Wir haben uns auch gefragt, sehr schnell, nachdem wir uns getroffen haben, was sind Ähnlichkeiten? Weil die Gruppen, mit denen wir arbeiten, ja so unterschiedlich sind. Gibt es Gemeinsamkeiten? Und wenn wir Gemeinsamkeiten haben, was sind sie? Gibt es einen Common Ground, einen gemeinsamen Grundelemente, die wir identifizieren und auf praktische Erfahrungen übertragen wollen? Und das erste Grundprinzip, ich habe es auf Englisch gelassen, ist der Begriff Recognition. Auf Deutsch übersetzt Anerkennung, aber wenn man im deutschen Wörterbuch nachschaut, gibt es noch andere Übersetzungen und die sind eigentlich sehr interessant und wichtig, weil wenn man jemanden anerkennen will, dann muss man ihn zuerst einmal erkennen. Und ich kann nur jemanden erkennen, wenn ich ihn beachte, wenn ich mich ihm zuwende, ihm ansehe. Und wenn ich ihn dann erkannt habe, dann kann ich wiedererkennen und wiedererkennen in dem Sinne, dass ich mich auch selbst in ihm wiedererkennen kann. Und dann kann ich auch bestätigen, dann kann ich auch seine Individualität und seine Menschlichkeit bestätigen. Und die zweite Grundlage, die wir alle brauchen, wenn wir schwere Erfahrungen und vor allem traumatische Erfahrungen mitgemacht haben, ist, wir brauchen eine Gemeinschaft. Hier auch die Übersetzung in Community, Gemeinde, Gemeinschaft, eine Gemeinsamkeit und ein Gemeinwesen. Wir brauchen diesen Raum, diesen Space, diese Möglichkeit, miteinander uns auszutauschen zu können. Was uns natürlich theoretisch bewusst ist und was ich auch zum Teil, da ich mit Kindern und Jugendlichen und Familien arbeite, sehen kann, ist dieser transgenerationale Weitergabe von traumatischen Erfahrungen und dass es auf die nächste Generation Auswirkungen hat, beziehungsweise dass das oft erst sehr viel später tatsächlich zum Tragen kommt, so eine extrem leidvolle Erfahrung. Und das wissen wir theoretisch und da haben wir eine kleine Ahnung davon, aber so wie das von den Kollegen von AMHA, die auch mit zweiter Generation oder sogar dritter Generation arbeiten oder auch mit Menschen arbeiten, die vielleicht inzwischen schon am Lebensende sind, das nochmal so zu hören, wie das tatsächlich vor Ort, was die Leute da mitbringen und wie mit den Leuten da gemeinsam etwas entwickelt wird, das war schon nochmal andere Aspekte, die wir hier einfach noch nicht so kennen.
sagt aber auch deutlich, und auch das ist uns theoretisch bewusst, dass jetzt gerade, wo diese humanitäre Krise so viele Menschen hier nach Deutschland und Europa gebracht hat, dass wir die tatsächlichen psychischen Auswirkungen oder was den Leuten dann vielleicht plötzlich im Leben solche Schwierigkeiten macht, dass sie nicht mehr allein damit zurechtkommen, das kann erst Jahre oder Jahrzehnte später auftauchen. Das ist dann nochmal sehr deutlich geworden. Ich denke, wir haben in allen solchen Debatten immer die Schwierigkeit, dass 3 Sachen gleichzeitig eine Rolle spielen, die öffentlich nicht immer leicht zu vermitteln sind. Einerseits ist man immer ganz persönlich, direkt selbst betroffen, angesprochen, verwirrt, wie auch immer. Auf der zweiten Seite geht es um hochkomplizierte, tatsächlich schwierige Fachdialoge, wie man mit ganz komplexen Traumatisierungen umgehen kann oder auch nicht umgehen kann. Und es geht immer um eine Dimension von Anerkennung und Community, also um ein letztendlich gesellschaftliches Problem. Und irgendwie fallen diese Sachen in der Debatte immer auseinander. Es gibt die Traumafachdebatten, es gibt die persönlichen Diskussionen und es gibt dann diese Großdiskussionen, was das alles politisch bedeutet. Irgendwie ist es in diesem Kreis zwischen uns dauernd hin und her gegangen, zwischen Dimensionen, aber es war allen Beteiligten klar, dass es immer um alle 3 geht. Und irgendwie würde ich mir manchmal wünschen, dass Debatten über Flüchtlingsversorgung, Traumaarbeit und so weiter nicht immer so auseinanderfallen würden, so dass man also immer nur sagt, heute reden wir über Therapie oder über medizinische Versorgung und irgendjemand anders redet dann vielleicht über die Frage, ob Flüchtlingslager überhaupt eine gesunde Existenz produzieren können. Sondern die Möglichkeit, diese Dimensionen zusammenzubringen, das war für mich sehr entscheidend und tatsächlich auch so, dass man das Gefühl hatte, da können wir produktiver über das nachdenken, was den Leuten nützt, wo wir hingucken müssen. Wir müssen viel integrierter über diese Sachen miteinander reden und wir müssen auch kapieren, weltweit wird wahrscheinlich 90% der Traumaarbeit von Nichtfachleuten gemacht. Und wir müssen Strukturen entwickeln, wie wir diese Nichtfachleute begleiten, betreuen, schützen. Hier in Deutschland wird eine fantastische Arbeit von Tausenden von Leuten gemacht und darüber reden wir gar nicht genug, was die an Unterstützung brauchen, die wir ihnen auch geben können. Das ist gar nicht so schwierig zu organisieren ist, aber es muss sozusagen auch in unsere Finanzierungsstrukturen reinkommen. Wir beraten in anderen Ländern genau solche Prozesse. Wir führen Projekte durch, also mit Frau Bittenbinder beraten wir in Jordanien, wir sind im Libanon, wir beraten die UNRWA, wir beraten internationale Organisationen, wie sie das alles zusammenführen können. Und hier in Deutschland machen wir das nicht. Das ist erschütternd. Was mir bei diesem Dialog ich sag mal, so gut getan hat, war, dass es eine Möglichkeit war, mit Kollegen zu sprechen und man hatte sofort den Eindruck, man spricht auf der gleichen Ebene, man weiß, was da alles so dahinter steckt. Und das hat uns erlaubt, sehr offen miteinander zu sprechen, sehr offen über auch Schwächen, über Schwierigkeiten, über Verletzungen, über das, wo wir nicht weiterkommen oder wo wir auch sehr kritisch uns über bestimmte Themen oder über auch Unterschiede auseinandersetzen konnten. Und dass das genau in dieser Gruppe möglich war, das ist wahrscheinlich nicht verwunderlich, aber das war schon sehr, sehr einmalig, dass sofort so ein Verständnis da war. Das hätte ich nicht erwartet. Natürlich geht man auch mit einiger Vorsicht da auch als Deutsche rein. Man weiß ja, dass die Kollegen wahrscheinlich auch Geschichten mit sich mitbringen und man ist dann doch etwas nervös, aber da war es sofort so ein Verständnis. Und das kommt aus dieser Arbeit, glaube ich, auch heraus, dass man eben sehr stark eben hinschaut und auch etwas bewegen will in einer Gesellschaft. Experience for me in this dialogue is that I think we feel that we are
the people who are saying we cannot look away. And we do that in an environment where a lot of institutions do look away. And we have said that trauma is always political because someone with power is doing something to someone else with less power. And then there is the question, does society allow this to happen? And whose responsibility is it then to take care of preparing, accepting, and doing something? And what for me was very important is to see that in these different populations we work with and different ways we work, that this is one of the principles that you always have to look. Ich denke, dass wir in allen Gesellschaften, in denen die Menschenrechte sehr hoch gehalten werden, trotzdem darauf achten müssen, wie wir mit der Menschlichkeit im Alltäglichen und besonders mit Menschen umgehen, die extrem schweres Leid erlebt haben und die psychische Probleme dadurch mit sich tragen und mit dem Leben nicht so gut zurechtkommen oder auch sehr benachteiligt sind. Und das zu sehen und immer wieder einzufordern, das ist, glaube ich, die Pflicht von, ich nenne das so, denjenigen, die im Menschenrechtsfeld arbeiten, aber die auch so Health Professionals sind, also die auch im Gesundheitswesen sind. Und da haben wir festgestellt, wie schwer es für uns war, unser Gesundheitswesen darauf einzustellen, dass sie eben auch mit diesen extrem traumatisierten Menschen, die aus anderen Kulturen kommen, die andere Probleme mit sich bringen, damit man sich darauf einstellt. Und das hat immer sehr viel auch mit einer Großzügigkeit, wie geht man mit denen um, denen man vielleicht nicht schuldig ist, aber denen man menschenrechtlich und aus Menschlichkeit verpflichtet ist. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die ich mir wünschen würde, dass man die in solchen Dialogen immer weiterträgt und sich gegenseitig bekräftigt, dass das wirklich wichtig ist. Weil also ich spreche jetzt für mich und für die Kollegen, wo ich denke, uns geht manchmal auch der Mut verloren, damit uns diese schrecklichen Geschichten von dem, was Menschen erleben mussten, durch andere Menschen anzuhören. Und da, glaube ich, brauchen wir auch eine Community, die sich gegenseitig unterstützt, damit wir das auch weitertragen können und auch weiter in unseren jeweiligen Gesellschaften dafür kämpfen, dass diese Menschlichkeit erhalten bleibt.